Damit herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal bei Big M. Wir sind heute in Ahrweiler bei einer besonderen Challenge. Wie die Challenge aussieht, was das Ganze mit dieser Speisekarte zu tun hat, warum das Ganze umgeschlagen ist, das werden wir jetzt sehen. Viel Spaß, let's go! Und damit betreten wir die heiligen Hallen vom A-Grill in Ahrweiler. Wenn ihr euch erinnern könnt, hier gab es ja vor einigen Jahren die Flutkatastrophe. Also was da passiert ist, ne? Ich denke, das ist bei dem einen oder anderen von euch noch nicht in Vergessenheit geraten. Und jetzt sind wir hier bei A-Grill, bekannt für geile Burger. So habe ich es auf jeden Fall bisher gelesen. Wir schauen mal uns die Speisekarte an. Veggie Burger, Chicken Burger, Homestyle Burger, A-Burger. Aber das, weshalb wir hier sind, das sehe ich noch nicht. Ich glaube, wir müssen mal den Besitzer, die Verantwortlichen aufsuchen. Und die sollen uns mal klären, was die heutige Challenge ist und vor allem welcher Riesenburger auf uns wartet. Da sind sie ja, glaube ich, schon, die beiden Biester, die, glaube ich, für die Challenge hier verantwortlich sind. Mein Lieber, grüß dich. Hi. Du bist der? Kevin. Kevin? Björn. Björn? Darf ich neben euch? Sicher, dazwischen. Ja, sehr geil. Quetsch dich. Ah, Wir sind noch gerade Ziel so. gebaut. Also, meine Lieben, Beat the Beast heißt die Challenge. So ich ist habe es. auf der Speisekarte noch nichts gesehen, aber hier gibt es eine Challenge. Ja. Wie ist der Plan? So, du hast gleich 2 Stunden Zeit, Beast zu challengen. Das hat noch keiner geschafft. Du wärst der Erste. Du hast 2 Stunden Zeit, 10 mal 230 Gramm Fleisch, Käse, Bacon, gebratene Zwiebeln, alles dazwischen, 1 Kilogramm Pommes, alles auf einmal. Ich hoffe, du schaffst es. Ich denke nicht. Im Normalfall würden wir eine 10%-Karte dafür raushauen Ja. und einen 100-Euro-Gutschein. Du wärst der Erste. Wir glauben, das ist nicht möglich und deswegen sagen wir, du wirst dein Leben lang gratis Essen bekommen, wenn du es packst. Okay, Leute, also ihr habt es gehört, die Challenge ist Beat the Beast im A-Grill in Ahrweiler. Seit wann habt ihr das Ganze in Leben gerufen? Wir sind jetzt seit 2022 hier. Ja. Die Burgergeschichte habe ich an sich mal 2015 gegründet und mein Vater, der hatte den Laden vorher. 2022, war das vor oder nach der Flutkatastrophe? Das war nach der Flutkatastrophe. Also doch, ne? Genau. Und mein Vater war privat so betroffen von der Flutkatastrophe, dass er in der Zeit hier den Laden nicht weiter betreiben konnte. Ich habe es den Leuten auch gerade am Anfang erzählt, dass Genau. wahrscheinlich viele noch drin haben, was damals passiert ist. Ne? Genau, und das war schon, der Laden war an sich selber nicht so stark betroffen, das ist auf der Treppenstufe vorne stehen geblieben. Klar, es gab keinen Strom und so Sachen zu der Zeit. Und wir haben zusammen unsere Lehre damals gemacht, Systemgastronomie. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, pass auf Björn, unsere Gelegenheit. Ja. Mein Vater, der will jetzt nach Jahren das Ganze dann langsam dran geben, hat gesagt, er hat privat genug zu tun und aufzubauen wieder. Und dann haben wir das Ganze angegangen, haben uns zusammengeschlossen, damals unsere Lehre gemacht und dann ein Herz gefasst und losgelegt, 2022. Ja, dann, ich sag mal, sehr herzlichen Glückwunsch und freue mich, dass ihr auch wieder Dankeschön. wohl auf seid, ne, in dem Sinne. Und ich sage euch ehrlich, ich bin ja gerade schon hier reingekommen, mir gefällt die Atmosphäre mega. Freut uns, Es danke. riecht hier wirklich nach geilem Essen, nach geilem Burger und ich bin echt gespannt, ja, was The Beast so auf sich hat. Der wirst Name hört überrascht sich sein. schon geil an. Es soll, glaube ich, auch eine geile Festung sein, wie ich schon gehört habe. Ungeschlagen, unbezwungen. Und damit würde ich sagen, meine Lieben, habt das gehört? Die A-Grill Challenge, Beat the Beast, das wartet auf uns. Wir haben 2 Stunden Zeit für einen Riesenburger mit Pommes, mit Beilagen und Co. Meine Lieben, ihr seid ready. Wir sind ready, wenn du es bist. Ich bin ready. Let's go. Es geht los. Alle zugucken, alle in die Likes reinhauen. Es geht los. Beat the Beast, die Festung, sie kommt. Wow. Vorsicht, Kamera nicht. Halleluja. Was ist das denn bitte? Das nenne ich auch wirklich mal eine Festung. Mein Lieber, Da bin ich mal gespannt. knie dich zu mir ein bisschen, damit Da du bin ich wenigstens ein mal bisschen sehr dabei bist. Es sieht wahnsinnig aus. Der liebe Björn, dein Inhaber, der hat mir gerade schon mal so ein bisschen erklärt, was wir für Soßen hier haben. Also Genau. da bin ich schon mal belegt, 10 verschiedene Soßen, gehe ich gleich drauf ein. Genau. Freue ich mich jetzt schon auf die Geschmäcker. hoffe ich doch. Und das ist jetzt, ich sag mal, die Challenge Beat the Beast. Genau, das ist die Challenge Beat the Beast. Wir haben hier einmal den Burger mit 8 mal 230 Gramm Rindfleisch-Patty. Allein das sieht schon wahnsinnig aus. Ne? Heftig, ne? Zwischen jeder Lage haben wir Käse, Bacon, gebratene Zwiebeln, obendrauf Tomate, Gurke, Salat, das ganze Spielchen, wie man es kennt. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Es gibt, glaube ich, einen Laden in Las Vegas, der heißt Heart Attack. Da wollen die Leute unbedingt mal hin. Wenn ich einen Bacon sehe, ich glaube, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Ich glaube, da geht nur beim Zuschauen mal viel der Cholesterinspiegel schon mal hoch. Das könnte passieren. Ich meine, wir können die dann auch frittieren. Ja, das reicht schon immer. Vielleicht für Beat the Beast 2.0 irgendwann, ne? So sieht's aus, Ja, genau. ja. Und unten das Ganze auf einem Bett von Pommes, was sich jeder aussuchen darf, logischerweise ist, machen wir Süßkartoffelpommes, machen wir normale Pommes. Das darf sich jeder aussuchen, wie es ist. Es ist 1 Kilo Ja. nachfrittieren. Und Also das Wichtige ist quasi 1 Kilo Beilagen. Genau. Ob jetzt Süßkartoffelpommes oder normale frische Pommes, ist egal. Genau. Ihr habt jetzt Hälfte gemacht. wir haben Hälfte gemacht. Finde ich geil. Kann ich mal beides probieren. Dann hast du mal ein paar
andere Geschmacksnuancen noch dabei. Und was ich jetzt schon geil finde, was ich feiere, ist es tatsächlich so ein Warmhalteding? Das ist ein Warmhalteding, genau. Ist beheizt. Dafür liebe ich dich jetzt schon, weil das Problem, was ich immer vielen sage oder ist, wenn man lange isst, dass es kalt wird. Mittlerweile habe ich ja auch eigene Heizplatten. Aber dass ihr noch eine Vorrichtung habt mit einer Festung, was auch noch heizt, mein Lieber, Ne? ich nehme die Challenge an. Sehr 2 gut. Stunden, ne? Ich bin gespannt. Ich auch. Ich ziehe mir Handschuhe an und dann legen wir los. So machen wir es. Alles ist angerichtet für die legendäre Beat the Beast Ahrweiler A-Grill Challenge. 2 Stunden haben wir Zeit. 100 € winken plus, wenn ich es als Erster schaffe, kostenloses Essen hier für die Ewigkeit. Ihr könnt das Ganze nachmachen. Wenn ich es als Erster schaffe, werdet ihr Nummer 2, Nummer 3 oder Nummer 4. Du bist bereit? Ich bin bereit. Ich bin auch bereit. Let's go. Und go. Meine Lieben, ich möchte euch den Partner des heutigen Videos vorstellen und zwar ist das Metaflow. Metaflow ist ganz einfach eine vollwertige Mahlzeit zum Trinken. Und dementsprechend möchte ich euch das vorstellen, was wir aktuell wirklich vor uns liegen haben, denn das ist das exklusive 4 Wochen Starter-Set. Da drin enthalten sind 4 verschiedene Geschmäcker, die ihr euch aussuchen könnt. Ich habe euch mal meine 4 verschiedenen von bis zu fast 20 unterschiedlichen, die im Angebot sind, einmal rausgesucht. Das ist zum einen hier Bananenmilch, Schokolade, wir haben Vanille, da kommen wir gleich nämlich nochmal zu, und Himbeer Panna Cotta. Ihr wisst ja, dass ich immer ganz gerne auch neben meinen Fastenzeiten das eine oder andere Porridge oder den einen oder anderen Shake trinke, aber vor allem mir auch gerne mal einen Nachtisch gönne. Und da gehört auch ein kleiner Riegel dazu oder auch ein kleiner Shake. Oftmals ist es ein fettiger Milchshake, aber wer darauf achten möchte, eine ausgewogene, vielleicht gesündere Mahlzeit zu nehmen, der ist definitiv mit der Flow an der richtigen Stelle. Mit dem 4 Wochen Starter-Set könnt ihr, wie gesagt, jetzt 44% sparen und erhaltet sogar noch, deswegen stehen hier 5, den Geschmack in Vanille noch zusätzlich mit meinem Code BIGM on top. Und wir gönnen uns jetzt nach einem geilen Essen auf jeden Fall einen ordentlichen Vanillemilchshake. Könnt ihr natürlich wahlweise mit Milch etc. pp. Ich mag es aber auch ganz einfach mit schönem, eiskaltem Wasser. Schön durchschütteln, denn auch der Shaker, sowie hier der kleine Sirup in Limette, Minze, als auch ein Maßband, Riegel, Ernährungsbuch und ein kleiner Messlöffel. Auch die sind im Starterpack mit enthalten. Und wie gesagt, aktuell zusätzlich erhaltet ihr noch so eine kleine Metaflow Vanillepackung on top. Meine Lieben, Halleluja, wie ich so gern sage. Halleluja. So ein Vanillegeschmack, tut einfach gut. Und das, wie gesagt, wenn ihr mal Stress, wenn ihr mal unterwegs seid, vollwertiger Mahlzeitenersatz, bis zu 22 Gramm Protein mit dabei. Flexibel einsetzbar, Frühstück, Abendessen, aber auch natürlich Mittag oder für den kleinen Snack zwischendurch. Und auch das bekommt ihr halt schön mit in dem Starterpack dazu. Einen Riegel, wie wir ihn jetzt hier haben, weißer Himbeertraum. Ich liebe diese kleinen süßen Genussmittel für zwischendurch oder auch nach dem Essen. Meine Lieben, Metaflow gönnt euch, der heutige Werbepartner mit meinem Code BIGM. Spart da wie gesagt 44%, gerade für viele, wo ja jetzt auch die Fastenzeit angebrochen ist oder die noch gerade zu Beginn Neujahr oder im fortgeschrittenen Jahr noch was machen möchten. Für die ist das wahrscheinlich genau das Richtige. Und in dem Sinne viel Spaß, gönnt euch. Weiteres findet ihr in der Videobeschreibung. Weiter geht's mit dem Video. Die Zeit läuft, wir gehen rein und ihr wisst es, bevor ich in den Burger gehe, probiere ich die Pommes erstmal trocken. Das sind diese geilen, ich schwöre es euch, ich habe immer so geile Gedanken, wie so mich Pommes erinnern. Das sind so geile Imbiss-Pommes, die sind ein bisschen dünner, ein bisschen kross, aber diese typischen Imbiss-Pommes, ne? Es gibt diese typischen Schwimmbad-Pommes, Imbiss-Pommes, andere Pommes von gewissen Ketten, aber das sind so typische Imbiss-Pommes. Wenn ich mir so einen Grill vorstelle, genauso würde ich mir schmecken. Süßkartoffelpommes? Wäre mein Favorite. Schreibt mal in die Kommentare, Team Süßkartoffelpommes, Team normale Pommes. Ich mittlerweile Süßkartoffelpommes. Innen schön weich, außen kross, geil. Probieren wir ein paar Dips, Ketchup. Bin gar nicht so der Fan von. Mayo. Geht immer mit Pommes. Dann haben wir vorne eine Käsesoße, meine Lieben. Also, eine Käsesoße auch on top. Das geht in die richtige Richtung. Dann, Nase voll gemacht. Aioli. Geil. Bekommt man hier mal mit dazu, finde ich mega geil. Hat man ein bisschen was zum Snacken. Barbecue. Boah. Geile Barbecue-Soße. Aioli Barbecue wäre mein Favorite, Stand jetzt. Dann
haben wir hier eine Currysoße, wie ich rieche. Probieren die mal. Boah, so eine Curry mit Champignonsauce. Boah, die ist geil. Boah, die schmeckt wirklich geil. Boah, die könnte ich mir auch am Burger und so Schnitzel und sowas alles vorstellen. Süß-sauer bin ich in der Regel gar nicht der Fan von. Zigeuner, mein Lieben. Ist nicht süß-sauer, Zigeunersoße. Geil, die schmeckt gut. Dann bin gespannt, was haben wir hier noch? Es müsste Sour Cream gewesen sein. Ich glaube, die Trüffel kommt jetzt. Trüffel kommt jetzt, weil da ist immer der Geschmack sehr intensiv. Probieren wir mal. Ja, Trüffel schmecke ich sofort und dann ein kleines Highlight. Sauce Hollandaise. Die war vorhin noch mal so richtig schön warm, deswegen müssen wir die noch mal umrühren. Und die ist noch warm. Also, die Soßen sind geil. Damit schmecken die Beilagen auf jeden Fall. Jetzt gehen wir mal in den Burger rein. Ich weiß nur nicht, wie wir ihn quasi packen sollen. Den Spieß muss man hier einmal oben rausschieben. Sag mal, neben Beat the Beast könnten wir jetzt auch hier ein bisschen Indianer spielen und so schön quasi ein Stöckchen werfen. Viele sind gerade im Hintergrund. Ich suche mir mal wen aus, welchen vom Team ich treffen will. Und mach mal den hier. Er hat sogar gefangen. Geil. Gehen in die ersten Schicht rein. Oh, meine lieben. Patty, beziehungsweise Burgerbrötchen, Salat. Dann sehen wir oben die Gurken, Tomaten, frische Gurken. Bin ich normalerweise kein Fan von. Normalerweise gehören saure Gurken davon. Ich bin gespannt, ob es aber trotzdem harmoniert. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Ein Patty dazwischen. Okay. Wir nehmen aber direkt zwei, denn dann kommt schon so die erste Käse. Oh, Halleluja. Seht das? Die erste Käseschicht. Und natürlich auch Bacon und Zwiebeln. Wir gehen rein ins erste Stück Beat the Beast Burger. Oh, scheiße, ist der geil. Also immer, wenn ihr merkt, ich werde ein bisschen stiller, ein bisschen ruhiger, liegt es entweder daran, dass ich am Kämpfen bin, ein bisschen anstrengend, mich konzentrieren muss, oder weil ich wirklich gerade was genieße. Ne? Und scheiße, Leute, schmeckt das Ding geil. Boah. Also kein Scheiß, richtig tolles Fleisch, wirklich, wirklich tolles, geschmackliches Fleisch. Gar nicht, obwohl man quasi denkt, mit dem Bacon und Zwiebeln könnte es zu viel sein, ist es gar nicht. Es übertüncht den Geschmack überhaupt nicht. Man hat aber trotzdem so eine geile, ich sag mal, Käsesoße mit dabei, müsste mit dabei sein. Beziehungsweise wahrscheinlich eher, dass der Käse so zerlaufen ist. Vom Salat passt es auch. Ich kann mir vorstellen, dass nachher vielleicht noch sogar so 1, 2 Salatblätter, für mich persönlich jetzt einfach, nochmal hier so zwischen ganz geil gewesen wären, weil ihr seht, nachher kommen hier so, jetzt oben ist es ja auch richtig schön am Dampfen. Viele Zwiebeln, viel Käse, viel Bacon. Aber jetzt der erste Geschmack mit dem Burgerbrötchen, mit den Tomaten, mit allem drum und dran. Boah, mein Lieben, das ist nicht nur ein geiles Ding, ich sag mal, fürs Auge, sondern auch geschmacklich. Wir gehen rein, Beat the Beast Challenge, wir wollen es als Escher schaffen. 2 Stunden haben wir Zeit. Let's go. Kurz Update für euch, wir sind jetzt dabei, circa Viertelstunde. Ich habe mir mal echt vorhin ein Patty genommen, was nur mit, wie jetzt hier, mit dem Beef, mit dem Bacon und dem Käse ist. Und das schmeckt geil. Ich lasse mir hier das kleine Brötchen für gleich noch so ein bisschen, damit ich nebenbei immer noch ein bisschen Brötchen schmecken kann. Und was ich immer noch geil finde, sind die Dips. Also, erstens das Fleisch, brutal geil. Auch hier mit den Zwiebeln in Kombination mit Käse. Es ist gar nicht so, dass man sagen kann, der Käse ist so übertrieben viel, auch wenn es nach viel aussieht. Aber es passt trotzdem zum Verhältnis zum Fleisch, weil es auch so viel Fleisch ist. Ne? Der Bacon übertüncht, aber es hat halt gar keinen so krassen Bacon-Geschmack. Ist Schweinebacon, also auch kein Truthahn-Bacon, wie es vielleicht manche mittlerweile auch machen, sondern wirklich klassischer Schweinebacon. Hat dadurch natürlich einen sehr, sehr krossen Geschmack. Und ich feiere es, meine Lieben, so dreckig und so, ne? Schön in die Käsesoße rein. Für den extra Käsegeschmack oder auch natürlich mit dem Burger oder dem Fleisch ins geile Barbecue. Scheiße, ist das krass. Scheiße, ist das krass. Scheiße, ist das ein Biest. Aber scheiße, schmeckt das gut. Wir gehen weiter rein. Halbe Stunde ist um, seht ihr gerade, ist angebrochen und damit, ich sag mal, etwas knapp die Hälfte der Pommes weg
knapp die Hälfte des Burgers weg. Ich habe immer noch ein bisschen Burger Bun hier. Also vom Brot her, was ich mir jetzt nach und nach noch einteile. Und ja, bin weiter am Dippen. Meine Favorite Soßen weiterhin Barbecue. Wovon ich richtig viele ist diese, ich sag mal, Pilz-Rahmensoße. Die könnte ich mir auch geil auf so einen Schnitzel oder so vorstellen. Schmeckt auch mit den Pommes geil. Aber hausgemacht wohl. Die Zigeunersoße auch genauso. Klar, und hier und da ein bisschen Soße Hollandaise, Käse. Also mal abgesehen von Ketchup Mayo, was jetzt einfach so basic ist, muss ich sagen, sind die Dips richtig geil mit dem Essen. Also nicht nur eine geile Challenge, sondern auch geiles Essen mit dazu. Aber ihr seht, halbe Stunde, ich bin schon gut am Stopfen. Weil es halt natürlich so mächtig ist, ne? Mit dem Bacon, mit dem Käse. Aber der Vorteil ist, dass es auch wieder übereinander gestapelt ist, bleibt lange warm, plus diese kleine Heizplatte dazu, also geil. Bieten wohl auch, haben sie mir erzählt, Catering an, deswegen ist man auf die Idee gekommen. Also, nicht nur geiles Essen, 100% Rindfleisch, wie ich gerade schon erfahren habe, vom Fleisch her, mit einer eigenen Fleischerei aus Nürnberg, wo man mit zusammenarbeitet, sondern auch, ich sag mal, so ein cleverness mit den Heizplatten, top, so bleibt das Essen lange warm, wir gehen rein, packen wir den nächsten Burger. Unser Kamerateam hat mittlerweile auch schon einen Burger bekommen, der auch riesig war, so ein Fried Chicken Burger. Also anscheinend sind die Burger hier nicht nur bei der Challenge außergewöhnlich, sondern auch so. Geil, gefällt mir. Eine Stunde 17 Restzeit noch, das heißt, wir sind über eine Dreiviertelstunde, knapp eine Dreiviertelstunde jetzt dran. Und ich muss sagen, Halleluja, es wird immer schwieriger. Also Käse, Pommes, Dips, die ich mir ordentlich auf jeden Fall hier genehmige. Also vor allem die, ich sag mal, Champignon-Rahmen, die ausgemachte Zigeuner. Hollandaise darf ich nicht zu viel nehmen, da merke ich, die ist so mächtig. Aber ich gehe auch trotzdem in die Trüffel mit Süßkartoffelpommes rein. Also ihr könnt ja gerne mal schreiben, was euer Favorite Dip ist. Für mich Favorite Dip mit Pommes, Süßkartoffeltrüffel. Bei den normalen Pommes kristallisiert es sich gerade so ein bisschen bei der Champignon-Rahmen und der Süß-Sauer. Hollandaise muss man halt wirklich aufpassen, beziehungsweise Zigeunersoße. Und bei dem Beef gehe ich tatsächlich hier und da, wenn ich es mir jetzt auch mal wieder hier so ein neues Beefstück abmache, weil jetzt wieder dran ist, nehme ich mir manchmal so ein Stück, bevor ich es abbeiße oder komplett und gehe nochmal in den Barbecue Dip rein. Dann hat man natürlich noch zwischen hier und da einen geilen Burger, ein bisschen was Fleisch, was dann nochmal so geile Barbecue-Vibes mit reinbringt. Ne? Also, ihr seht, man kann weiter dreckig werden und wem es noch nicht zu viel Käse ist oder mal hier und da ein bisschen zu wenig Käse, dann gibt es natürlich noch die Alternative, schön in den Käsedip reinzugehen. Ne? Also, wir gehen mal rein. Wir nehmen uns das letzte Stück, das letzte Brötchen mit dem letzten Stück Beef. Oh, hallo. Da seht ihr mal, ne, die Wärmeplatte, was die anrichtet, im positiven Sinne, dass es schön warm bleibt und natürlich durch den Käse, durch die Hitze so ein bisschen zerläuft. Einfach geil. I love it. Können wir gleich hier so ein bisschen von nehmen, ne, schön ein bisschen Käse festgesetzt, aber noch richtig schön warm, heiß, geil. Eine Challenge, genau nach meinem Geschmack, auch wenn ich sagen muss, dass ich schon richtig voll bin. Also die Challenge, Halleluja, die hat es definitiv in sich, also die Kalorien hier, Halleluja. Ich weiß nicht, wie viele es sind, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Das hat es auf jeden Fall in sich. Die Pommes sind aber schon ein bisschen kleiner geworden. Stunde sind wir jetzt fast dran. Ich glaube, jetzt gleich werde ich auch mal den ersten Schluck trinken, weil so langsam macht es auch sehr, sehr, sehr durstig. Aber wir gehen jetzt erstmal rein in das letzte Brötchen, in das letzte Patty auch dazu. Und damit hoffentlich in die letzten Snacks, sage ich mal, Anführungsstrichen von Beat the Beast. Einmal, wir gehen ins letzte Stück rein. Das letzte Stück von dem Burger. Damit haben wir 59, also in einer Stunde die legendäre Beat the Beast Challenge vom Ahrweiler Grill geschafft. Meine lieben Halleluja, das war geil. Platte soweit leer, Teller soweit leer, bis auf jetzt die Handschuhe und noch schön die Servietten. Also, Mund ist sauber. Ich hoffe es. Die Platte ist sauber. Was definitiv gerade nicht so sauber ist oder sich ein bisschen runder anfühlt, ist definitiv mein Magen, meine lieben Halleluja. Also, ich sag mal mit den Dips, ich habe genug, glaube ich, über die Dips schon geredet. Richtig, richtig geil. Ich glaube, da findet jeder sein Favorite. Ich finde es geil, dass man die auch zum Snacken bekommt. Für 80 Euro definitiv wahrscheinlich so mit so, was man dazu bekommen kann. Ich habe auch gerade gehört, wenn ihr das quasi vorankündigt, kann man sich auch wahlweise noch eine Flasche Wasser, Cola dazugeben lassen. Also ist das auch mit dabei. Da kommt man wirklich sehr, sehr entgegen. Wie gesagt, wir sind damit die Ersten, die es geschafft haben. Und
und dadurch natürlich auch versprochen haben, dass wenn wir es als Erster überhaupt schaffen, nochmal hier lebenslang kostenlos essen kann, plus 100 Euro on top. Also mein Lieben, eine geile Challenge, ein geiles Essen, wirklich, wirklich hammergeil von vorne bis hinten mit einem tollen Lokal. Wir machen alles ready, sacken lebenslang kostenlos Essen hier für die Ewigkeit ein, plus einen 100 Euro Gutschein und was wir hoffentlich auch noch einsacken, ist ein süßer runder Abschluss und ich hoffe, ein geiles Dessert. Frisch frittiert. Was ist das denn? So ein Nachtisch, ist das ein Nachtisch? Das ist ein Nachtisch. Das ist ein Nachtisch. Das Ich muss sind, dir sagen, also ich liebe ja immer Nachtisch, aber du musst jetzt nichts Frittiertes, nochmal Deftiges sein, sag ich dir Real Talk. dann beiß mal rein, dann wirst du überrascht sein, was es ist. Ernsthaft? Ja. Also meine Lieben, wir haben einen Nachtisch bekommen. Es sieht nach einem, es ist auf jeden Fall kalt, also frittierten Chicken aus. Oh! Nein! Oh! Wie geil ist das denn? Kommt unerwartet. Nein! Leute, innen drin eine weiße Schokolade mit einem, also wie so eine Art, erinnert mich schon fast so eine Art Kinderriegel, aber dann das ist halt Crunch, das ist halt so... Genau, das ist Crunch. Da ist nochmal so eine Spekulatius außenrum. Spekulatius, nein. Oh, wie geil ist das denn? Ist das so eine Vanillecreme, ne? Da ist eine Creme drin, genau. Ich sag mal, geht so in die Richtung, wie man es bei Schokobons sowas. Ja, genau, ne, sowas. Schokobons-Creme, genau. Geil. Danke ich dir, ey. Sehr gerne, sehr gerne. Also, meine Lieben, Hast du dir verdient? das gibt's hier auf der Speisekarte, oder? Nee, die haben wir jetzt tatsächlich. Also, man kann sie bei uns erwerben, aber nicht offiziell so auf der Speisekarte. Also, ich muss euch ehrlicherweise sagen, das als Anreiz für jeden, der nochmal die Challenge schafft, weil man das sonst nicht von der kriegen wir Speisekarte hin. bekommt. Das- Das ist geil. Also, meine Lieben, schreibt es gerne mal in den Chat, schreibt es mal in die Kommentare. Das ist doch, glaube ich, nochmal eine Sache, wenn es das so nicht auf der Speisekarte gibt, sondern quasi trotzdem geordert werden kann. Ich sag mal so auf Vorbestellung, wenn man die Challenge schafft, nochmal ein Dessert zu bekommen, was man so an sich noch nicht hatte, aber trotzdem außergewöhnlich, feier ich. Also das schmeckt, oder habe ich noch nie gegessen, so ein Dessert. Geil. Ja, geil. So, Beats So the Beast. ist es. Passt ja, perfekt. Und den Stempel drauf. Und der Stempel. Geil. Da haben wir es. Danke dir. Also, meine Lieben, Wir danken dir. Stempel 38, Beats the Beast. Mit unserem lebenslang kostenlos Essen hier für die Ewigkeit. Mein Lieber, ich danke dir für eine geile danken Challenge. dir. Weißt du, was wir jetzt noch machen? Wir stoßen zusammen an. Ich habe schon stoßen eins zusammen an. durch. Ich wünsche dir guten Hunger. Auf dich, auf The Beast. Wir bestellen liebe Grüße vom A-Grill Ahrweiler. Ihr könnt die Challenge jetzt gerne nachmachen. Ich bin mal gespannt, wenn Nummer 2, Nummer 3 oder vielleicht noch weiter wird. Oder ob wir der Einzige bleiben. Und dabei winkt euch noch so ein geiler Nachtisch. Lasst dir schmecken. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.